Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und das ist das erste Video in Blockbuster-Qualität auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr. Wir haben heute einiges vor. Ja, wir haben ganz, ganz tolle Uhren und einen Live-Auftritt bei Sidos YouTube-Show. Darauf freue ich mich sehr. Darum sprechen wir auch heute Deutsch. And for everyone who is not speaking German, we have these great subtitles for you. Und ja, der Plan für heute ist, dass wir ein paar tolle Uhren abholen, ein paar tolle Uhren zeigen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir sind jetzt hier beim ersten Stopp angekommen und müssen ein paar Uhren abholen bei einem B2B-Partner von mir, und zwar Chronex. Ja, ihr kennt das Unternehmen vielleicht, sehr, sehr präsent im Online-Bereich, gerade in Deutschland, einer der größten Händler. Und wir schauen mal, ich konnte wirklich einige sehr, sehr tolle Datejust-Modelle im kompletten Set kaufen und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich war ein bisschen einkaufen, muss ich sagen. Und wir haben wirklich, also wir gehen jetzt hier in den Raum rein und gucken uns ein paar Modelle an. Ich sage euch, ich habe so tolle Uhren ausgesucht, es freut mich so sehr. Und das Tolle bei den Jungs hier bei Chronex ist, dass jede Uhr, gerade bei diesen Vintage-Modellen, die schon sehr serviceintensiv sind, die halt aufbereitet werden, komplett zerlegt werden, eine Revision gemacht wird. Und das heißt, die Uhren sind einfach in einem perfekten Zustand. Und von daher, wir gehen da rein und ich zeige euch einfach mal ein paar Modelle. Und jetzt gucken wir mal, was denn so dabei war. Ich meine, ich weiß es grob. Ich habe die Uhren aber so noch nicht gesehen. Und zwar das Besondere hier dran ist, ihr wisst ja, also ich fahre auf diese ganze Full-Set-Thematik sehr ab. Und wir haben hier wirklich die Möglichkeit gehabt, auf einen Schlag 5 verschiedene Stahl-Gold-Modelle zu kaufen. Alle mit Boxpapieren. Und ich muss sagen, die Uhren sehen aus wie neu. Es ist einfach der Wahnsinn. Ist jetzt vom Preis her nichts Teures. Teure Sachen sind auch mit dabei, aber diese Uhren liegen knapp um die 5.000 Euro. Und ich fühle mich einfach sehr wohl dabei, solche Uhren anzubieten, gerade jetzt für die etwas jüngeren Kunden. Ihr wollt wahrscheinlich ein paar teure Uhren sehen, das machen wir gleich noch, wenn es bei Sido losgeht, aber ich zeige euch trotzdem mal ein Modell. Diese Uhr hier, das ist eine 15202 mit dem blauen Blatt in ja, Roségold. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, diese Uhren zu kaufen und von daher, wir packen jetzt hier grob alles zusammen, fahren rüber ins Büro und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe rein und schauen uns ein paar mehr Modelle noch an. Also jeder, der mich verfolgt, weiß, dass ich ein sehr, sehr großer Anhänger und auch in meiner Kollektion gibt es einige Speedmaster-Modelle. Ich liebe einfach die Marke Omega und wir warten jetzt noch auf eine Uhr. Das ist auch schon, ja. Ich habe die Omega Speedmaster Moonwatch Professional und das hier ist die Gelb-Gold-Variante mit der roten Lünette. Das ist das Original und... Ja, ich habe, genau, wir haben die Möglichkeit gehabt, ich habe vorgestern oder sowas die Re-Edition gekauft. Diese Uhr ist aus 1969, wurde in einer sehr kleinen Stückzahl nur gebaut und ich glaube, der Präsident Nixon, ich bin mir nicht sicher, hat sie damals auch geschenkt bekommen. Historisch sehr, sehr wichtig und Omega hat in dem letzten Jahr, Ende letzten Jahres, eine neue 1014 Stück limitierte Serie rausgebracht und diese beiden Uhren gucken wir uns gleich nochmal im Vergleich an. Danke dir. Sehr gerne. Na klar, und selber? Du riechst bestimmt wieder so gut. Wenn ich dich sehe, denke ich schon wieder, du riechst bestimmt wieder so gut. Heute habe ich mir was Spezielles ausgedacht. Heute habe ich wirklich einen sehr, sehr seifigen Duft, der so riecht eigentlich wie so frisch gewaschene Wäsche. Ja, sehr, sehr schöner Duft. Der kleine Junge da vorhin hat das ganz gut gesagt. Wir haben vorhin so einen Jungen gehostet, der hat gesagt, wenn ich was gut könnte, dann wäre ich nicht hier bei Twitch. Und wir sind jetzt direkt aus dem Livestream raus und wir können jetzt mal im Detail ein bisschen was besprechen, was ich heute habe. Erst nochmal vielen Dank an Sido. Ja, es ist für mich immer unverständlich. Ich kenne ihn seitdem ich ungefähr 10 Jahren bin und ja, was wir heute hier haben, ist wirklich sensationell und zwar fangen wir jetzt an mit Audemars Piguet. Ja, 1974 ging das Ganze los und wir haben heute das Glück, einfach verschiedene Modelle mit dabei zu haben. Als erstes natürlich die klassische 15202 in Stahl und Roségold. Sehr schön, dass man die mal nebeneinander sieht. Die Modelle jetzt im Besonderen sind nicht halt aus dem Jahrgang aus den 70ern, sondern es ist die moderne Variante mit dem ultraflachen Werk, einem tollen Sichtboden und der Rotor sieht einfach wunderschön aus. Und gerade das Stahlmodell finde ich im Verhältnis jetzt zur Nautilus, die wir auch hier haben, noch mal ein bisschen jünger und ja, irgendwie ein bisschen dynamischer. Mir gefällt persönlich Audemars Piguet einfach besser. Und das seltenste Modell, was wir jetzt heute von AP hier haben, ist diese Variante in Frosted Gold und zwar der Chronograph in Weißgold, limitiert auf nur 200 Stück. Mit einem lila Blatt würde heute perfekt zu mir passen. Einer meiner Uhren, die ich gerne auch zum Tragen hätte. Leider ist sie neu und man kann sie jetzt nicht einfach so anziehen, aber es ist eine wunderschöne Uhr mit einem Chronograph, einem Datum und ich bin mal gespannt,
wie die Wertentwicklung bei dem Modell aussieht auf die nächsten 2 bis 3 Jahre. Die Verarbeitung von diesem Frosted Gold sieht so aus, dass es halt sehr feine Hämmerschläge sind und dadurch wird das ganze Material so bearbeitet. Sehr, sehr spannende Uhr, alle 3 Uhren wirklich sehr, sehr schön und zurzeit auf unserer Webseite. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit den nächsten Modellen. Und jetzt einer der wichtigsten Eckpfeiler meiner gesamten Kollektion, ja, auch wenn man sich auf der Internetseite mal umschaut. Und zwar geht es um die Datejust von Rolex. Wir haben verschiedene Preissegmente hier. Ich weiß ja, dass wir auch einige jüngere Abonnenten dabei haben und oft bekommen wir die Frage gestellt, welche Uhr können wir da im unteren Preissegment empfehlen? Gerade hier würde ich halt auf diese Uhren, die wir eben von Chronext ergattern konnten, zurückgreifen. Wir haben hier 2 Modelle aus der Datejust 36 mm Kollektion. Aber das Besondere es sind Vintage-Uhren. Das heißt, die entsprechen kommen aus den 80er oder 90er Jahren. Und hier beispielsweise ist ein Linen-Dial in Stahl, wunderschöne Uhr am Jubiläeband und hier in Stahlgold haben wir nochmal eine Uhr. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass so eine Stahlgold-Uhr mit Boxpapieren bei um die 5.000 € liegt, dann finde ich das doch ein super Einstieg, oder? Die Uhr wird wahrscheinlich länger ticken, als wir alle hier auf der Erde sein werden. Also sehr langlebig, das Werk ist wie ein Traktor und ich kann jedem, der gerade mit dem Uhrengame anfängt, diese Uhren immer empfehlen, mal anzulegen, mal so zu sehen, ob das was für einen ist. Und natürlich dürfen wir auch, wenn wir über die 36 mm Modelle reden, die 41er nicht vergessen. Einer der wichtigsten Uhren haben wir hier. Glücklicherweise habe ich zurzeit ein paar Diamantblätter. Da ist die Nachfrage irgendwie überproportional groß. Ich weiß nicht, warum ihr sie so liebt, aber ihr seid große Fans von diesen Modellen. Wir haben Grau und Blau aktuell da. Und dann haben wir die schönste Uhr in meinen Augen aus der gesamten Serie. Das ist nämlich eine mit einem MOP-Blatt, ja, Mother of Pearl. Das ist eine Uhr mit einem Perlmutt-Ziffernblatt und Diamanten. Im Verhältnis zu dem Preis für die Diamantblätter ist es eigentlich ein ganz guter Deal mit dem Jubiläeband. Finde ich eigentlich die perfekte Kombination. Tolle Reflexion, gerade im Sonnenlicht. Und also die Uhr finde ich besonders schön. Was wir noch natürlich, kann eine Sache nicht vergessen, ne? Die wichtigste und meistverkaufte Uhr in einem Preissegment um die 20.000 € ist die Iced Out. Ja, wir kommen gar nicht hinterher in der Produktion, so wie die Anfrage ist, echt gigantisch. Ne? Wobei ich eine Sache sagen muss, wir haben jetzt hier das Jubiläeband und irgendwie, ich weiß es nicht, momentan bei den Iced Out Uhren feiere ich das Oyster ein bisschen mehr. Irgendwie das mit diesen Platten sieht man ein bisschen, das funkelt einfach mehr. Nichtsdestotrotz, auch die Uhr ist wunderschön, ein schönes Pavé-Blatt mit arabischen Ziffern. Und als letzte Uhr, die ich jetzt aus der Datejust-Serie zeigen möchte, habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen aus Amerika. Da trägt man dieses rote Ziffernblatt auch bei Stahlmodellen. Und wir haben sie hier in einer Stahlgold. Sehr, sehr schöne Uhr mit richtig viel Feuer und richtig viel Power und auch eine Brillantlünette. Wenn ihr euch für ein Modell interessiert, was ihr hier auf dem Tisch gesehen habt, eigentlich sollten alle online sein, wenn sie nicht vergriffen sind. Und gerade hier in diesem 36 mm Bereich haben wir wirklich ganz, ganz tolle Auswahl. Auch Sachen mit Lederbändern, bunte Ziffernblätter, sehr, sehr schöne Geschichte. Und ja, ich stehe hinter den Modellen, von daher, wenn ihr Interesse habt, einfach mal auf die Webseite gehen. Und hier in meiner Hand ist einer der schönsten Uhren, die ich in der kürzlichen Vergangenheit in der Hand habe. Ja, gerade jetzt, ich meine, ihr seht es schon, hier geht es um die Omega-Uhr. Und es sieht aus wie die Mondoberfläche. Also die haben sich hier in dem gesamten Lieferumfang sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es geht um die 1014 Stück limitierte, mein Gott, Omega Speedmaster in Gelbgold. Und jetzt, pass auf, heute fest, ihr habt es noch nirgendwo gesehen. Wir haben heute nicht nur die Re-Edition, nein, wie ihr natürlich eben auch schon bei Chronext gesehen habt. Wir haben heute auch die Originale aus 1969, ja, die damals verschenkt wurde, auch an den Präsidenten. Und das Tolle ist, wir können jetzt gerade mal hier schauen, was verändert wurde. Und wir sehen da so gut wie nichts. Ja. Die haben alles beibehalten, aber natürlich alles ein bisschen modernisiert. Beide Uhren verkaufen sich für einen Preis von 69.000 €, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde, weil gerade die Vintage ist wahnsinnig attraktiv. Ja. Das ist eine der historisch bedeutendsten Uhren. In dem Preissegment bekommt man nur eine Daytona in Roségold und dafür hätte man die Möglichkeit, so einen limitierten Chrono zu kaufen. Ist echt der Wahnsinn. Das, was sie verändert haben, ist natürlich das Band. Ja, das Band ist deutlich massiver geworden bei der neuen und wir haben hier einen Glasboden. Insgesamt muss ich sagen, Omega hat einen sensationellen Job gemacht. Das ist einfach eine sehr geschmackvolle goldene Uhr mit dem goldenen Ziffernblatt und dieser braunen Lünette. Wahnsinnsmodell und ich freue mich halt, euch diese beiden Modelle präsentieren zu können. Man merkt, glaube ich, auch, da schlägt mein Herz für. Es sind einfach ganz, ganz schön, tolle Modelle und ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, euch sowas mal anzuschauen. Der gesamte Lieferumfang von Omega haben sie toll gelöst und von der Warenpräsentation auch hier die Box mit allem
Sehr, sehr tolle Uhren. Was wir aber unbedingt noch ansprechen sollten, ist die Daytona-Serie. Ja, wir haben einige Modelle hier zusammengetragen und es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied zwischen Aftermarket, das heißt einer nachträglichen Veränderung einer Uhr, ja, und dem Originalbesatz. Fangen wir erstmal mit den originalen Uhren, die unverändert sind. Und zwar haben wir hier einmal eine Gelb-Gold Daytona mit dem grünen Blatt. Die hat aktuell einen kleinen Dämpfer bekommen und liegt momentan so um die 40.000 Euro in Gelb-Gold. Wunderschön, ne? Mit dem Grün, das, was man auch auf den Boxen wiederfindet. Da hat Rolex wirklich was ganz, ganz Tolles rausgebracht. Auch verfügbar ist die weiß-goldene Daytona mit dem blauen Blatt. Als Basismodell muss ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Wäre hier jetzt eine mit weißem Blatt. Das einzig Besondere, was bei dieser Uhr ist, dass sie voll verklebt ist. Das heißt, alle Sticker sind auf der Uhr drauf. Ich weiß nicht, wie der Besitzer es geschafft hat, aus dem Rolex Store mit dieser Uhr zu kommen, aber das ist halt eine Uhr, die wird niemals, also ich hoffe, dass niemals diese Uhr entklebt wird. Das ist was für die Nachwelt, ja, das kriegt man heute nicht mehr. Das sollte man einfach weglegen, vergessen und in ein paar Jahren mal zur Auktion geben. Ganz, ganz schöne Sachen. Übrigens haben wir auch online eine Hulk voll verklebt und eine Datejust mit einem Brillantblatt, auch voll mit Stickern. Da sollte man mal ein Auge drauf werfen. Aber das Highlight natürlich, man hat es eventuell schon gesehen in der Box, ist die Aftermarket Rainbow Daytona. Hier hat man bei dieser Rainbow Daytona als Basismodell die normale Roségoldene genommen und hat dann daraufhin halt den Besatz gemacht. Für jeden, der sich für so eine Aftermarket-Uhr interessiert, würde ich euch noch bitte einen Tipp mit auf den Weg geben. Schaut, dass ihr euch die Originalbilder anseht und dann versucht, die kleinen Unterschiede zu erkennen. Beispielsweise hier bei dieser Uhr haben wir in der obersten Reihe von jedem Oyster-Bandelement ganz, ganz, ganz kleine Steine, genauso wie Rolex das macht. Und daran hapert es oft und es wirkt dann halt sehr, sehr billig. Von daher, ich freue mich, dass wir dieses Modell hier so zeigen können und ich hoffe, im Close-Up sieht man, wie perfekt 1:1 der Besatz hinbekommen wurde. Wir haben oben hier diese tollen Saphir-Farbsteine und das ist wirklich ein sehr beliebtes Modell. Im Originalbesatz ist es fast unmöglich, da ranzukommen. Ja, ich habe sie nur mal in Hollywood bei ein paar Handgelenken gesehen, aber sonst kann man auf diese Aftermarket-Sachen zurückgreifen. Ich hoffe, ihr hattet so einen kleinen Überblick über die Kollektion. Wir konnten jetzt nicht alles vorstellen. Patek haben wir jetzt mal komplett rausgelassen. Momentan zieht es mich, muss ich aber ehrlicherweise sagen, auch mehr zu Audemars Piguet. Irgendwie stehe ich da mehr hinter, obwohl wir auch fast jedes Nautilus-Modell online haben. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne auf der Webseite vorbei. Wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt uns eine E-Mail. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Für mich war es ein großartiger Tag und wir sehen uns bald wieder.